Heute lernen wir mehr als 50 Alltagswörter, die ihr in verschiedenen Situationen jeden Tag brauchen könnt. Außerdem wiederholen wir ganz viel Grammatik. Ihr lernt natürlich die Artikel, die Pluralformen und viele Satzkonstruktionen. Ihr lernt natürlich auch viele Verben und Adjektive. Außerdem erzähle ich euch ganz viel über den Alltag in Deutschland. Also, bleibt dran! Ich werde heute nur Deutsch sprechen. Ihr könnt die Untertitel aktivieren und ich werde auch immer wieder Schlüsselwörter, also Keywords, aufschreiben. Außerdem gebe ich euch immer kurze Erklärungen zur Grammatik. Zuerst möchte ich mit euch zusammen eine ganz normale Tasche anschauen. Was könnte alles dort drin sein? Schauen wir nach. Als erstes haben wir einen blauen Schirm. Es ist der Schirm im Nominativ und ich habe wird mit dem Akkusativ benutzt. Wir brauchen den Schirm leider relativ häufig in Deutschland, vielleicht nicht so oft wie in England oder Irland, aber trotzdem, ich finde, viel zu oft. Es regnet nicht unbedingt jeden Tag, aber ein Sommer in Deutschland ist zum Beispiel sehr unvorhersehbar. Es kann ziemlich heiß sein, manchmal sogar bis 40 Grad Celsius, aber es kann auch wochenlang regnen. Die Sommerferien in Deutschland dauern nur 6 Wochen, in vielen Ländern sind sie 2 oder 3 Monate. Und es kann passieren, oder es ist schon passiert, dass es die ganzen 6 Wochen geregnet hat. Das ist natürlich schade für die Schüler. Dieser Schirm ist sehr klein und leicht und deswegen ist er immer in meiner Tasche. Schauen wir weiter. Etwas ganz Wichtiges, der Schlüssel. Beziehungsweise es sind 3, deswegen der Schlüssel ist der Singular. Die Schlüssel heißt es im Plural. Und ja, man sollte sie nicht vergessen. Ist euch das schon mal passiert? Ich hoffe nicht. So, weiter geht's. Wir haben Kopfhörer. Ehrlich gesagt, ich benutze oder bevorzuge immer noch diese Kopfhörer mit Kabel, weil sie einfach definitiv sofort funktionieren und es keine Probleme mit der Verbindung geben kann. Dann ein kleines Taschenbuch. Ich finde es praktisch, immer etwas zum Lesen dabei zu haben. Und auch hier, natürlich lese ich auch E-Books, aber viele Bücher kaufe ich aus Papier. Das ist natürlich vielleicht das Wichtigste, natürlich das Handy. Als nächstes haben wir ein Notizbuch. Ich schreibe natürlich die meisten Termine in den Kalender auf dem Handy. Aber manchmal möchte ich auch noch etwas mit der Hand schreiben. Dazu brauche ich natürlich auch einen Stift. Das ist auch ganz traditionell. Er ist mit Tinte ein Füller. Die nächste Sache ist etwas Lustiges. Ein Tischtennisball. Ich spiele gerne Tischtennis. Und das Wichtigste ist natürlich ein Ball. Am schönsten ist es, spontan im Park etwas Tischtennis zu spielen. Wir können bei den Sportarten alle Ballsportarten, Handball, Tischtennis,
Volleyball und so weiter mit Spielen verbinden. Wenn wir allgemein über Sport sprechen, sagen wir Sport machen oder Sport treiben. Dann gibt es noch 2 Dinge in meiner Tasche. Das ist eine Taschenlampe. Natürlich hat man sie auch im Handy integriert. Aber es gibt hier auch einen kleinen Laserpointer und meine Katze liebt es, damit zu spielen. Hier habe ich noch etwas vergessen vom letzten Urlaub. Ich war in Rom und ich benutze immer noch diese kleinen Taschenbücher. Natürlich, viele Informationen speichert man auf dem Handy. Aber so ein kleines Buch ist auch sehr praktisch. Man hat immer eine schöne Karte und die besten Tipps ganz kompakt in einem kleinen Buch. Das ist auch wieder praktisch, wenn das Internet vielleicht nicht funktioniert oder der Handy-Akku leer ist. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass der Geldbeutel gefehlt hat, aber ich habe den Geldbeutel gebraucht, um etwas einzukaufen. Und das sind die ganzen Einkäufe, die ich gemacht habe. Wir sprechen jetzt auch über einige Zahlen und ihr werdet einige Preise erfahren. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was die Dinge bei euch kosten würden. Zuerst habe ich eine Packung Haferflocken gekauft. Das sind 500 Gramm und sie haben 79 Cent gekostet. Ihr seht, 70 ist die Grundzahl und 9 fügen wir hinzu, aber wir beginnen mit der 9. 79. Also immer die zweite Ziffer zuerst nennen. Das nächste ist eine Packung Nudeln. Auch das sind 500 Gramm. Und sie hat auch 79 Cent gekostet. Ich muss dazu sagen, das sind sehr billige Standardprodukte und sie sind von einem Discounter. In anderen Geschäften sind die Preise viel höher. Es hängt also sehr davon ab, zu welchen Geschäften man geht und welche Marken man auswählt. Das nächste ist Joghurt. Das sind eigentlich 4 Stück zusammen. Ich habe sie nur getrennt, um sie besser transportieren zu können. Das ist ganz normaler Naturjoghurt oder wir sagen auch weißer Joghurt mit 3,5% Fett und ohne Zucker oder andere Zusätze. Er hat 99 Cent gekostet und es sind auch insgesamt 500 Gramm. Das nächste ist eine Gurke. Sie hat 1,59 € gekostet. Im Moment sind die Gurken sehr teuer. Das nächste sind rote Linsen. Es sind auch 500 Gramm. Sie sind in Bio-Qualität. Und trotzdem haben sie nur 1,59 € gekostet, genauso wie die Gurke. Dann haben wir noch ein Stück Butter. Das sind 250 Gramm. Und die Butter hat nur 1,49 € gekostet. Im Moment ist die Butter sehr billig. Normalerweise kostet sie 1 € mehr. Aber seit einiger Zeit gibt es große Rabatte. Und das letzte sind 10 Eier. In unseren Packungen in Deutschland sind 10 Eier, nicht 12 Eier. Und
Diese Eier haben 2,29 € gekostet. Eier sind sehr wichtig, um einige einfache, aber typische deutsche Gerichte zubereiten zu können. Zum Beispiel Spiegelei oder Rührei oder Pfannkuchen. Übrigens, wenn wir Dinge haben, die nicht zählbar sind, wie unsere Nudeln oder die Linsen, es würde keinen Sinn machen, alle zu zählen, benutzen wir keinen Artikel. Wir sagen also, ich esse Nudeln oder ich koche Linsen. Anders ist es im Singular. Wenn wir nur ein Stück haben, wie eine Gurke, müssen wir den Artikel benutzen.